Diese Woche zeige ich euch, wie ihr ein Unterhemd für eure Puppen nähen könnt. Das ist der zweite Teil von einem zweiteiligen Tutorial. Letzte Woche habe ich die Unterhose gezeigt. Das heißt, wenn ihr die auch dazu nähen wollt, dann müsstet ihr da mal in meinen Kanal schauen. Und letzte Woche habe ich auch erklärt, wie ihr das Schnittmuster anpassen könnt an eure Puppe, falls die nicht die Maße hat, die zu diesem Schnittmuster passen. Das Schnittmuster passt für meine 45 cm große Puppe Peony. Und den Link zur Anleitung für die Puppe findet ihr unter diesem Video und auch den Link zum Herunterladen des Schnittmusters, und das ist gratis. So, und jetzt schneiden wir uns als erstes einmal unser Unterhemd zu, und dazu nehmt ihr euch euren Stoff und der muss im Bruch liegen. Das heißt, diese Rippen vom Jersey sollten von euch weg zeigen, und ihr faltet das einmal so, dass es doppelt liegt und ihr hier eine Bruchkante habt. Und an die Bruchkante könnt ihr dann die Schnittteile anlegen und einmal ausschneiden. Achso, was ich vergessen habe zu sagen ist, der ideale Stoff ist für diese Unterwäsche Rippchenstoff, also so gerippter Jersey oder Bündchenware, weil das besonders dehnbar ist. Wenn ihr normalen Jersey verwendet, wie ich hier, dann solltet ihr hier an der Seite einfach so 3-4 mm dazugeben, damit das gut an- und auszuziehen ist. So, und was wir als erstes machen, ist, wir säumen uns unten die beiden Teile, und dazu schlagen wir hier an der Unterseite die Kante einmal bei 0,5 um und dann nochmal bei ca. 1 cm. Und das könnt ihr euch dann so ein bisschen feststecken, damit das nicht sich wieder aufrollt. So, und hier unten machen wir das genauso. So, und jetzt steppen wir uns das hier einmal fest, und damit das elastisch bleibt, also damit man das später gut an- und ausziehen kann, nehmen wir dazu den Zickzackstich, nicht den Geradeausstrich, oder wenn ihr habt, den Wäschestich. Das ist so ein Stich, wo die Nähmaschine 2 Stiche macht und dann einen Zickzackstich oder ein Stich und dann ein Zickzackstich. Also der geht auch, oder der normale Zickzackstich. Ja, so schaut es jetzt aus. Und als nächstes schließen wir uns jetzt die Seitennähte. Dazu legen wir die beiden Teile rechts auf rechts. Schaut, dass unten die Kanten ganz genau abschließen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das hier auch nochmal mit Stecknadeln fixieren. Jetzt schließen wir uns hier einmal von oben nach unten die Seitennähte, und anschließend könnt ihr die Kante gleich mit dem Zickzackstich an der Nähmaschine versäubern oder mit der Overlockmaschine, falls ihr eine habt. So, und wenn ihr jetzt mit der Overlockmaschine versäubert habt und hier auch so Fadenenden unten noch hängen habt, dann könnt ihr die hier in die Naht reinziehen. Und ich nehme dazu so eine kurze Puppennadel. Ihr könnt aber auch eine etwas dickere Nähnadel nehmen. Und dann könnt ihr hier nämlich einfach in die Naht reingehen und die Nadel hier so ein Stück zurückführen und die Fadenenden dann hier einfädeln und die dann einfach hier in die Naht reinziehen. Und dann könnt ihr die abschneiden, dann kommen die nämlich nicht mehr raus. Und da passiert auch nichts mehr mit. Hier oben könnt ihr die abschneiden, weil wir hier gleich nochmal weiter nähen und die dann durch das elastische Gummi, was wir da annähen, fixiert werden. Auf der anderen Seite mache ich das auch nochmal schnell. So, jetzt können wir das Ganze einmal auf rechts wenden. Und jetzt fehlt uns nur noch unser elastisches Gummi hier unten, aus dem wir dann auch die Träger nähen. Und das nähen wir uns folgendermaßen an. Also wir schlagen das hier die Kante nach außen um und stecken uns dann hier oben an der einen rechten Spitze oder an der linken Spitze, das ist egal, das Gummi einmal fest. Und zwar so, dass die Rüsche nach außen schaut. Wenn ihr so ein Spitzengummi habt, wenn ihr ein elastisches Einfassband habt, dann könnt ihr es natürlich einfach drum legen. Das geht auch. Und dann stecken wir uns das hier Stück für Stück rundherum fest. Und anders als bei der Unterhose machen wir das jetzt ohne Zug, weil bei der Unterhose sollte der Jersey sich ja so ein bisschen kräuseln, und das wollen wir hier nicht. Deswegen steckt ihr jetzt so, dass das Band einfach glatt auf dem Jersey aufliegt. So, und wenn ihr euch das einmal rundum festgesteckt habt, dann könnt ihr das Band hier genau an der Kante des Jerseys entlang abschneiden. So, und jetzt nähen wir uns das hier fest, und zwar mit demselben Stich wie hier unten, also entweder dem Zickzackstich oder diesem
Stich, auf jeden Fall einem elastischen Stich. Falls ihr das Problem habt, dass euch die Nähmaschine hier am Anfang an der Kante den Stoff frisst, dann legt ruhig dünnes Papier mal unter, zum Beispiel Seidenpapier oder Butterbrotpapier. Zur Not geht auch normales Druckerpapier. Nur ein kleines Stück für den Anfang, das erleichtert das dann, weil die Nähmaschine das nicht mehr einzieht, den Stoff. So, jetzt nähen wir noch unsere Träger an und dazu messen wir uns hier von unserem Band 16 cm ab. Die lasse ich hier hängen, das reicht auf jeden Fall. Kann auch ein Ticken weniger sein. Und stecke mir das Band dann hier oben einfach drauf, beziehungsweise ich schlage mir das hier wieder ein, so wie ich das vorher gemacht habe, und stecke mir das Band dann einfach hier oben drauf fest. Entlang der Rundung bis zur anderen Seite. Hier auf der zweiten Seite solltet ihr dann auch 16 cm stehen lassen. Maximal, es reicht auch ein bisschen weniger. Und jetzt steppe ich mir das hier nochmal mit meinem elastischen Stich von Seite zu Seite fest. Wenn ihr mit einem elastischen Schrägband arbeitet, was ihr jetzt rumgeklappt habt, dann müsst ihr hier noch weiter steppen bis zum Ende des Bandes, weil ihr zwei Seiten habt und die stehen ja sonst offen, also ihr verschließt das dann quasi. Aber wenn ihr das Wäscheband habt wie ich, dann braucht ihr quasi von hier bis hier nur zu nähen. So, und jetzt müssen wir nur noch unsere Träger anpassen und das macht ihr am besten, indem ihr euer Puppe einmal anzieht, weil dann könnt ihr am besten abmessen, wie lang die Träger tatsächlich sein sollen. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr das hier hinten über Kreuz haben möchtet und ob man das dann auch noch an- und ausziehen kann. Wenn ihr es über Kreuz machen wollt, dann würde ich es einmal feststecken und einmal testen. Das hängt ein bisschen vom Körperbau der Puppe ab. Falls es zu eng sein sollte, dann würde ich die Träger einfach so annähen. Und das machen wir einfach, indem wir die nach innen ziehen und dann hier einmal verriegeln. Ja, jetzt ist unser Unterhemd fertig. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, schenkt mir gerne einen Like und wir sehen uns dann nächste Woche.